Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Zu Beginn dieses Videos eine kleine Lastenrad-Dreirad-Kunde. Es gibt 3 Räder mit 2 Rädern vorne und einem hinten und es gibt 3 Räder mit einem Rad vorne und 2 Rädern hinten, sogenannte Delta-Trikes. Und dann gibt es starre 3 Räder und solche mit Neigetechnik. Und dann gibt es das hier, das Cube Trike Hybrid. Und das ist ein Delta-Dreirad mit ohne Neigetechnik. Hallo, ich bin Transparenz Tillmann. Das Rad wurde uns von Cube ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Das würden wir dann sowieso nicht beachten. Alle Gedanken und Äußerungen sind unsere eigenen und Cube bekommt das Video auch nicht zu sehen, bevor es für euch auch veröffentlicht wird. Und damit viel Spaß! Cube ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte deutsche Fahrradhersteller. 1993 im Fichtelgebirge gegründet, bieten sie mittlerweile ein massives Portfolio der verschiedensten Räder an. Egal wen ihr in eurer Familie oder eurem Freundeskreis mit einem Fahrrad ausstatten wollt, ihr werdet tendenziell bei Cube fündig. Außer für den in der Antarktis verschollen geglaubten Onkel Günther. Und gleichzeitig ist Cube auch für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Das einzige Problem, wenn man das denn so nennen möchte, Cube-Fahren ist so ein bisschen wie ein Sommerurlaub auf Malle. Es ist schön, es ist nicht allzu teuer, es ist warm, es macht Spaß, aber man trifft tendenziell seine Nachbarn und so richtig viel zu erzählen hat man hinterher auch nicht. Allerdings ändert sich das gerade. Das, was mal vor ein paar Jahren als Idee von BMW und Cube so ein bisschen Form und Farbe angenommen hatte und dann in dem Cube Trike Concept mündete, ist jetzt als Cube Trike Hybrid in Serie gegangen. Und das gucken wir uns mal ganz genau an. Was ist das eigentlich? Es sieht ein bisschen so aus, als hätte Cube ein normales E-Bike genommen, das Hinterrad rausgerissen und stattdessen einen Fahrradanhänger dran geflanscht. Die Wahrheit ist natürlich ein bisschen komplizierter. Das Ziel von Cube war aber, ein Familienrad zu bauen, das sich möglichst gewohnt fährt, wie ein normales Fahrrad, aber trotzdem eine richtige Kabine bietet. Und sie haben das damit erreicht, dass sie eben mit BMW zusammenarbeiten und einen Teil aus dem Automobilbau benutzen. Und zwar eine Schwenkachse mit Differential. Und das ist ein richtiges Gerät hier. Das Differential sorgt dafür, dass die Räder hinten je nach Kurvenradius immer die richtige Geschwindigkeit haben, denn wenn man in die Kurve fährt, dann ist das äußere Rad schneller als das innere und wenn es kein Differential da drin gäbe, dann würde das die ganze Zeit ruckeln. Und der hintere Teil der Kabine ist immer starr. Der vordere Teil des Cube Trike, der neigt sich ganz natürlich wie bei einem normalen Fahrrad und das Heck bleibt starr, die Kabine bleibt starr. Hier bei dem normalen aussehenden Teil des Fahrrads ist ein Bosch Mittelmotor verbaut. Hier in der Mitte eine Enviolo. Die Enviolo ist aber nicht eingespeicht, sondern hat dann nochmal eine Kette, die in Richtung des Differentials geht. Und das Differential mit der Schwenkachse leitet dann die Kraft an die 2 Hinterräder weiter. Und damit das Trike sich nicht zu weit in die Kurve lehnt und auch so abgestellt werden kann, sind dann hier noch Gummipuffer verbaut, die halt die Neigung dann irgendwann stoppen. Ja, und somit ist das eben ein Delta Trike mit und ohne Neigetechnik.
Wie gesagt, Cube hat mit diesem Konzept dann auch hinbekommen, dass das ganze Fahrrad verhältnismäßig kurz ist. Und was auch noch dazu beiträgt, sind die kleinen Laufräder. Denn 24 Zoll vorne und jeweils 20 Zoll hinten ist nicht besonders groß, aber dafür sind die mit 65 mm jeweils verhältnismäßig dick. Aber wie sich diese Kombination aus Neigetechnik und Nicht-Neigetechnik, fetten Schlappen, Motor, Enviolo etc. im Fahreindruck schlägt, das sehen wir nachher. Jetzt gucken wir uns noch mal ein paar weitere Details an. Interessant ist die Akkuposition, denn der sitzt nicht hier, wie man vermuten könnte, sondern unter der Ladefläche. Hier sind jeweils zwei Fächlein, links und rechts, unter der Ladefläche direkt neben den Hinterrädern und die bieten Platz für zwei 750 Wattstunden Akkus. Also bis zu 1500 Wattstunden Kapazität kann man mit diesem Fahrrad mitschleppen und die lassen sich dann hier, diese Klappen lassen sich öffnen, der Akku an sich ist dann aber abgeschlossen und kann mit einem Schlüssel dann einfach entnommen werden. Wobei ein 750 Wattstunden Akku nie einfach entnommen werden kann, weil er einfach so schwer ist. Aber das Gute an dieser Akkuposition ist, dass er immer schon mal ein bisschen Gewicht auf diese Ladefläche bringt. Und das ist nicht irrelevant. Und zum Verschließen des Akkufachs dann einfach wieder hier zudrücken. Das ist wiederum links und rechts genau das gleiche. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, direkt am Fahrrad zu laden. Und zwar direkt hier in der Mitte. Bin ich der Einzige, der das merkwürdig findet? Bei der Bedienung wirft das Cube Trike keinerlei Fragen auf, sondern ist genauso wie bei einem normalen E-Bike. Wir haben hier die Bedieneinheit, der LED-Remote, das Kiox 300 Display in der Mitte, eine Klingel. Hier die ganz normale Enviolo-Bedieneinheit. Und dann zwei Bremshebel, links und rechts. Die haben allerdings eine Besonderheit. Der linke Bremshebel ist völlig normal. Der rechte Bremshebel allerdings, der hat hier noch so einen Arretierungsmechanismus. Wenn man diesen Hebel hier nach vorne drückt, dann kann man den Bremshebel ziehen und er rastet ein, sodass sich das Fahrrad nicht nach vorne oder hinten schieben lässt. Der Neigemechanismus, der kann allerdings nicht arretiert werden. Da gibt es dann einen kleinen Ständer, den könnt ihr rausklappen und das Fahrrad dann abstellen. Wie bei einem normalen Rad mit Anhänger halt. Interessant bei dem Trike ist auch noch die Rahmenbeschaffenheit und die Geometrie. Cube hat ein One-Size-Konzept, wo sie sicher gehen, dass möglichst viele Menschen auf einem Fahrrad fahren können. Meine Frau zum Beispiel ist 1,62 Meter, ich bin 1,96 Meter und wir müssen uns auch mal Räder teilen können. Cube erreicht das damit, dass sie hier eine Teleskopsattelstütze haben, die sich zweiteilen lässt oder die zweigeteilt ist. Der obere Teil ist hier mit einem Schnellspanner verstellbar und kann dann schnell mal eingestellt werden. Und wenn die nächste Person, die damit fahren möchte, doch erheblich kleiner ist, dann ist auch noch der untere Teil verstellbar. Und zwar hier mit so einem eingebauten Imbus. Den kann man dann einfach ein bisschen rausziehen und nutzt ihn dann auch noch, um die Rahmen- bzw. die Sattelhöhe individuell einzustellen. Das geht natürlich nicht ganz so schnell wie mit einem Schnellspanner, ist aber in den meisten Fällen ja auch tatsächlich nicht notwendig, weil die meisten Leute nicht so weit auseinander sind wie Lea und ich. Und auch hier vorne lässt sich der Vorbau in der Neigung verstellen, sodass auch wiederum kleinere und größere Leute die jeweils passende Sitzposition finden sollten, auch wenn man hierzu wiederum Werkzeug braucht. Und was dann auch noch gut ist, der Einstieg ist hier bei dem Cube Trike wirklich außergewöhnlich niedrig und hier kann man sehr einfach durchsteigen und aufsteigen. Also da wiederum der Fokus darauf, dieses Fahrrad so einfach wie möglich beim Fahren und in der Bedienung zu machen. Und vielleicht habt ihr euch eben gefragt, Tillmann, wenn da nicht der Akku ist, was ist denn dann da? Und die Antwort ist ein abschließbares Fach. Dieser Deckel lässt sich hier einfach entnehmen und dieses Fach bietet genug Platz für zum Beispiel das komplette Bosch-Ladegerät inklusive Kabel. Allerdings finden dann natürlich auch alle möglichen anderen Kleinigkeiten drin Platz, denn dieses Fach lässt sich hier auch noch ein bisschen unterteilen und dann könnt ihr da so Snacks, euer Smartphone,
eine Kamera, sollte ich das jeweils finden, und alle möglichen Kleinigkeiten reintun. Und wenn ihr es wieder zumachen wollt, dann könnt ihr es hier wieder abschließen. In-Frame Storage sollten noch viel mehr Räder bieten. Für weitere Kleinigkeiten hat Cube dann noch so ein bisschen Zubehör, wie zum Beispiel diese Rahmentasche hier, die perfekt in dieses hintere Rahmendreieck passt. Hier lassen sich ebenfalls wieder Kleinigkeiten verstauen, wie ein Schloss, zum Beispiel eine Trinkflasche, das Smartphone. Und hier ist dann noch eine kleine zusätzliche Innentasche, wo man noch weitere Kleinigkeiten verstauen kann. Und es gibt auch noch eine Art flachen Rucksack, den sich diese Box hier hinten einfach aufsetzen kann. Die beste Möglichkeit, um Dinge mitzunehmen, ist aber natürlich hier. Die Kabine, die ist schnittig geformt und besteht aus EPP, aus expandiertem Polypropylen. Das ist das gleiche Zeug, was die Rübe in Motorradhelmen schützt und was auch Essenslieferdienste für ihre Boxen nutzen, damit das Sushi schön warm bleibt. Das EPP an sich ist schon verhältnismäßig stabil, sitzt aber hier auf diesem massiven Rahmen und wird auch oben noch von einem umlaufenden Rahmen geschützt und auf der Innenseite auch nochmal von Metallrahmen verstärkt, sodass das hier eine ziemlich massive Angelegenheit ist. Die Box lässt sich auf zweierlei Art und Weise nutzen. Einmal mit dem, was ich euch gleich noch zeige, mit dem Hunde- und Warenverdeck, wenn man so will. Allerdings natürlich auch mit diesem Teil hier, mit dem Kinderverdeck. Und das ist wirklich vielseitig. Erstmal haben wir hier ein großes vorderes Fenster, das sich hier mit zwei Reißverschlüssen einmal öffnen lässt und dann verbirgt sich darunter ein großes Sonnensegel. Also egal, ob es Winter ist und die Sonne scheint oder Sommer und die Sonne scheint, in dieser Kabine ist immer ein gutes Klima. Denn man kann das hier aufrollen, dann hier einmal festklipsen und so ein bisschen unter diesem Verdeckteil verstauen. Und dann haben die Kinder hier ja nur dieses Sonnensegel direkt vor sich, das noch etwas atmungsaktiver ist. Aber die Kinder wollen ja auch vielleicht nach vorne rausgucken. Das ist auch einfach möglich, denn das hier lässt sich auch aufsippen. Und dann ist hier in der Mitte noch so ein durchgängiger Klettverschluss verbaut. Und den finde ich auch ziemlich genial, denn damit lässt sich das Sonnenverdeck in so ziemlich jeder Position arretieren. Also egal, ob die Sonne von weit oben kommt oder tief steht, das Sonnenverdeck könnte in dieser Position arretiert werden oder in dieser. Oder man rollt es eben ganz auf und kann es dann auch nochmal hier wieder verklipsen und hier wieder drunter stopfen, sodass die Kinder wirklich den kompletten Ausblick haben. Und jetzt lässt sich natürlich auch, wenn das hier hochgeklappt ist, das Verdeckteil hier wieder runterrollen, sodass die Kinder auf der einen Seite zwar Licht reinbekommen, aber dann auch Regen draußen bleibt. Und ähnlich ist das auch bei den Seitenscheiben. Die können hier links und rechts so ein bisschen aufgeklettet werden, entweder hochgerollt und sie lassen sich auch mit einem Reißverschluss hier komplett abnehmen für die wirklich warme Zeit im Jahr. Das ist links und rechts möglich und auch auf der Rückseite gibt es die Möglichkeit, hier diesen Haken zu lösen und auf der anderen Seite es auch zu machen und dann das hier aufzuklappen und hier seht ihr dann wieder ein Netz. Das hier lässt sich wiederum aufrollen, sodass bei warmen Sommertagen hier wirklich ein kompletter Durchzug entsteht. Kinder können durch dieses Netz natürlich nicht einsteigen, außer wenn ihr Mücken seid, dann schaffen eure Kinder das wahrscheinlich schon, sondern die haben eine andere Möglichkeit und zwar hier. Abgeschlossen. Eine verschließbare Box. Und die ist natürlich nicht dafür gedacht, um eure Kinder einzuschließen, sondern um mal Kram hier einfach drin lassen zu können. Dann muss man das Rad so ein bisschen zur Seite ziehen und dann öffnet sich diese Klappe nach vorne auf. Und jetzt sieht es so ein bisschen aus wie so ein Pac-Man, der ein Fahrrad jagen möchte. Das Verdeck öffnet sanft, schwingt dann so ein bisschen hin und her, dank dieses Gasdruckdämpfers, der das Verdeck dann auch in der geöffneten Position hält. Und dann können wir einen Blick in den Innenraum werfen. Ein Traum in Schwarz. Wenn Kinder hier einsteigen wollen, dann gibt es hier eine kleine Klappe. Die kann man öffnen und dann gibt es hier einen Tritt, wo die Kinder halt nicht zu viel Abstand vom Boden haben, sondern selber einsteigen können, können sich hier am Sattel festhalten und diese Klappe
arretiert dann auch ein bisschen das Fahrrad in einer aufrechten Position. Wenn die Kinder dann eingestiegen sind, dann einfach Klappe wieder hochklappen, Verdeck zu und ihr könnt loslegen. Und wenn es dann mal Winter ist und ihr das Verdeck irgendwie nicht öffnen könnt und es ist zu kalt, dann gibt es hier unten noch die Möglichkeit, so kleine Klappen zu öffnen, sodass die Kinder hierdurch so einen kleinen Luftstrom haben. Das ist eine ganz gute Idee. Für die Kinder gibt es hier drin dann eine Doppelsitzbank aus EPP wiederum. Die ist ziemlich massiv gefertigt, weil hier auch die Gurte mit dran hängen. Und hier unten gibt es dann eine weiche Sitzfläche aus so einem schwarzen Schaummaterial. Wenn ihr regelmäßig nur ein Kind mitnehmt, lassen sich die Gurte auch in eine mittlere Position bringen und dann hat das eine Kind halt noch ein bisschen mehr Platz. Die Gurte sind 5-pünktig, also sind 5-Punkt-Gurte, hier oben noch mit solchen großen Polstern ausgestattet und haben hier unten dann diesen Fitlock-Verschluss, mit dem man sie einfach öffnen und auch wieder schließen kann. Magnetisch. Und das Tolle ist, dass sie auch sehr einfach in der Weite verstellbar sind. Also wenn man hier dran zieht, dann verstellen die sich nicht, aber wenn man dann hier das löst, dann haben die doch einen sehr großen und breiten Verstellbereich. Also die Gurte gefallen mir gut und sie lassen sich auch dann einfach auf das Kind anpassen. Ebenfalls lassen sich die Gurte dann für sehr kleine Kinder hier noch in der Höhe verstellen und eine Stufe niedriger stellen. Maximal gibt Cube an, dass Kinder bis 1,16 m Körpergröße hier in diesem Rad unter dem Verdeck Platz finden können. Ein Punkt, den ich noch erwähnenswert finde, nicht nur hier oben gibt es einen stabilen Rahmen für die Absicherung und Stabilität der Box, sondern das Verdeck an sich ist auch noch sehr stabil gefertigt und hat dicke Aluminiumrohre komplett rundherum, sodass es insgesamt, wenn diese Kabine geschlossen ist, eine ziemlich stabile Angelegenheit ist. Aber damit die Kinder hier trotzdem nicht sich ständig die Rübe irgendwo gegendotzen, sind diese ganzen Verstrebungen auf der Innenseite auch nochmal mit einem Schaummaterial ummantelt. Diese Box ist allerdings nicht nur für Kinder, denn mit einem Handgriff lässt sie sich auch entnehmen. Und dann kann man auf der einen Seite mal einen Blick auf die Unterkonstruktion werfen und die Verstrapsung der Gurte. Also das ist eine sehr stabile Basis und man kann sie auch einfach entnehmen. Und dann gibt es hier drin eine Ladefläche. Dann ist dieses Verdeck hier verbaut und das hat wiederum mehrere Funktionen. Hier ist es jetzt so gemacht, dass es für Hunde zum Beispiel super geeignet ist. Hier gibt es so einen Sonnenschutz, der sich einfach aufklappen und dann auch wegklappen lässt. Und hier ist dann ein Regenschutz. Dieser Regenschutz lässt sich wiederum einfach entfernen und dann einrollen und aufklappen, also schöner als ich das jetzt gemacht habe. Und dann kommt hier wiederum richtig viel Luft rein, ähnlich wie wir das bei dem Kinderverdeck gesehen haben. Und auch diese Möglichkeit hier unten, diese Lüftungsschlitze zu öffnen, ist natürlich dann auch für Tiere einfach möglich. Und wenn ihr eher Cargo transportieren wollt, beziehungsweise Dinge, dann könnt ihr das Verdeck öffnen und es hier einmal einstellen. Dann kann man das nämlich runterklappen. Es rastet ein, kann es wieder schließen und dann diese Klappe hier runter machen und schon hat man ein komplett geschlossenes Cargo-Verdeck. Also wiederum ziemlich variabel. Auch dieses Verdeck ist natürlich abschließbar und dann passt hier eine komplette Eurobox rein. Und dann gibt es an allen 4 Ecken solche Schienen, in die man Haken einsetzen kann, um zum Beispiel den Hund anzuleihen oder Ladegut einfach sichern zu können. Und wenn der Platz hinten belegt ist, gibt es auch noch einen Gepäckträger für vorne. Das ist der gleiche wie für das Longtail, kann 20 Kilogramm ab, hat halbe Eurobox-Maße und es passt natürlich sämtliches Cube oder Acid Rye-Link Zubehör hier vorne drauf, solange der Scheinwerfer nicht blockiert wird. Und das Coole ist, es gibt auch Flaschenhalterösen für Flaschen zum Beispiel oder auch für ein Schloss oder ähnliches. Das war jetzt alles wirklich interessant, aber die Frage ist, wie fährt sich jetzt so ein Delta 3-Rad mit ohne Neigetechnik? Finden wir es raus. Dann fahren wir mal los mit dem Geschoss. Wir haben hier in der Box drin meine beiden Mitarbeiter, die Säcke, sowie meinen Red-Reban-Rucksack, der hier ganz casual oben drauf sitzt. Also gut 45 Kilo Belastung in der Box. Ihr seht, die Eurobox passt ja auch wirklich haargenau rein. Also
Natural Fit quasi. Hier haben wir nochmal die Kigo Fitlock Flasche dran. Und ich würde mal sagen, wir fahren mal eine Runde. Und wie immer geht es im ersten Test um die Beschleunigung. Wir sind in jetzt der kleinsten Übersetzung in der höchsten Unterstützung im Turbo-Modus. Und wir wollen mal sehen, wie schnell uns das Fahrrad auf 25 km/h bringt. Und los geht's. So, jetzt sind wir in der kleinsten Übersetzung. Und los geht's. 17, 18, 23, 25. Also die Beschleunigung ist nicht blitzartig, aber ich bin doch überrascht, wie schnell sich dieses schwere Fahrrad auf 25 km/h bringt. Ganz am Anfang fallen natürlich die Bosch-typischen Geräusche auf, aber die werden auch ganz gut von dem Rahmen abgedämpft und nicht verstärkt. Und was ebenfalls am Anfang gut merkbar ist, ist diese kleine Grundübersetzung. Also damit sich das schwere Fahrrad auch schnell beschleunigen lässt, hat Cube sich hier entschieden, die kleinste Übersetzung ziemlich kurz zu gestalten. Das heißt jetzt auch am anderen Ende bei 25 km/h haben wir jetzt in der größten Übersetzung eine Trittfrequenz von 68, 67 Umdrehungen pro Minute. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu schnell, aber meines Erachtens ist da der komplette sinnvolle Geschwindigkeitsbereich für dieses Fahrrad abgedeckt. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie gut diese Übersetzung am Jerusalemsberg ist. Nicht zu viel Power, recht hohe Trittfrequenz und dann wollen wir sehen, wie schnell das Rad uns da hochfährt. So, 21 km/h Grundgeschwindigkeit, so 17 km/h, 16, 15 km/h, okay, 13, 12 km/h, da zeigt sich jetzt, wie schwer dieses Fahrrad tatsächlich ist. Es geht runter bis auf 10. Also da zeigt sich dann, dass es ein schweres Fahrrad ist, aber nach unten wäre noch Übersetzung bzw. Untersetzung da gewesen. Das heißt, man kommt auch längere, steilere Steigung hoch, wenn auch nicht so schnell. Was aber erstaunlich ist, dieses Gewicht des Fahrrads, das merkt man während der Fahrt überhaupt nicht. Durch diese Neigetechnik und durch den Punkt, dass das Gewicht quasi hinten dran hängt und auch das Teil ist, was beschleunigt ist, fühlt sich das Fahrrad sehr leicht an, weil die Lenkung ist leichtgängig, es legt sich leicht in die Kurve und das wollen wir gleich nochmal bei Geschwindigkeit sehen, wie gut das funktioniert. Das ist tatsächlich schön für alle, die mit einem schweren Fahrrad oder einer großen Beladung nicht so gut klarkommen, weil ihr vielleicht selber leicht seid oder nicht so viel Kraft habt. Das funktioniert hiermit echt gut. So, jetzt legen wir uns mal rein und ja, okay. Das ist ein interessanter Effekt. Es fühlt sich beim Fahren ein bisschen so an, als würde man einen Anhänger ziehen tatsächlich. Es ist aber auch ein bisschen so, vielleicht vergleichbar mit einem E-Bike, das hinten eine leichte 8 im Hinterrad hat. Weil es sind so ein paar neue Bewegungen, etwas viel zu eng überholt. Und auch bei langsameren Kurven, bei leichteren Kurven lässt sich das Fahrrad sehr gut mit dem Oberkörper steuern. Einfach weil es sich super einfach in die Kurve legt. Und wenn man jetzt so von hier oben guckt, würde man auch gar nicht erwarten, dass da noch so ein großer Hinterbau ist. So. Bei solchen Kanten, da ist das interessant. Da muss man sich an so ein bisschen Gewackel am Hintern gewöhnen. Einfach weil das Fahrwerk natürlich so ein bisschen hin und her arbeitet. Das ist neu, also da wird dieser normale Fahrradeffekt nicht ganz so spürbar. Und man hört jetzt natürlich auch einiges an Bewegung aus der Box. Und das sehen wir jetzt auch mal im Gravel-Bereich. Was auch der Fall ist, man muss sich an so ein paar neue Geräusche gewöhnen. Denn durch diesen komplexen Hinterbau, da ist halt echt viel los. Okay, das wird jetzt doch deutlich durchgeschüttelt, aber auch hier wiederum, es fährt sich leichtgängig hier rüber. Vorne am Lenker und auch auf dem Sattel merkt man nicht sonderlich viel davon, was da hinten abgeht. Das ist vielleicht auch teilweise gar nicht so gut, weil man vorne entspannt rüberfährt und hinten werden die Kinder durchgeschüttelt. Und jetzt geht es um das Anfahren am Berg. Wir sind wieder in der kleinsten Übersetzung und gucken mal, wie das Rad uns jetzt diesen Hügel hochbringt. Anfahren am Berg. Test. Los geht's. Oh,
okay. Das ging doch entspannter, als ich dachte. Also wir haben ja 2 Kettentriebe mit der Enviolo dazwischen. Das hat gut funktioniert. Also das war doch leichter als gedacht. Da hatte ich mit anderen Rädern deutlich mehr Probleme. Was man natürlich immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass das Rad hinten ein bisschen breiter ist. Also etwa so breit wie der Lenker, aber halt mit 2 Rädern. Und dementsprechend muss man auch beim Schieben so ein bisschen aufpassen, denn die Hinterräder sind schon ziemlich nah an der Schrittposition, an der Schiebeposition. Und mir ist es mehr als einmal passiert, dass ich über meine eigenen Füße gefahren bin. Selbst nach einer Gewöhnungszeit noch. Das Fahrrad lässt sich gut schieben und da ist auch die Schiebehilfe ab und an sehr hilfreich. Und man muss ein bisschen Abstand vom Rad halten, damit man, wie gesagt, nicht über seine eigenen Füße fährt. Aber dann, wenn man wieder aufsteigen kann, dann gelingt das sehr einfach durch den tiefen Einstieg. Die Sitzposition, die ist auch so, wie ihr sie haben wollt. Für mich ist sie jetzt so leicht nach vorne gebeugt. Ich bin laut offizieller Spezifikation auch etwas zu groß für das Fahrrad. Aber ihr könnt sehen, meine Beine haben trotzdem eine gute Position. Ich sitze bequem, könnte vielleicht für so ein gemütliches Fahrrad den Lenker noch ein bisschen höher stellen. Und was wir gar nicht groß prüfen brauchen, ist natürlich, wie das Rad einlenkt und wie groß der Wendekreis ist. Denn der ist sehr klein. Wenn wir hier mal einmal kurz umdrehen wollen, dann hört ihr das jetzt, das Geknarze. Also man muss sich so an ein paar neue Geräusche gewöhnen, dadurch, dass das Fahrwerk eben so komplex ist hinten. Aber ihr könnt quasi auf der Stelle drehen. Und in diesem Differential ist ein ständiges Brummen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitbekommt. Das ist am Anfang etwas irritierend, wird dann aber von den anderen Geräuschen des Fahrrads übertönt. Also auch das Motorengeräusch ist lauter als das Brummen, aber das Brummen ist immer da. Ja, und dann natürlich dadurch, dass die Box hinten ungefedert ist, so ein bisschen Poltergeräusche. Über Kopfsteinpflaster kommt es aber trotzdem gut rüber. Und ich habe jetzt natürlich den Luftdruck entsprechend angepasst. Ich habe ihn auch unter die Spezifikation gesetzt, damit ich noch mal ein bisschen entspannter rüberrollen kann. Und dadurch, dass es halt 2 Räder hinten sind, ist das auch nicht das Problem. Ja, der Sattel ist bequem, die Griffe sind bequem. Hier vorne gibt es kaum Vibration hier auf dem Gepäckträger und auch am Lenker. Hinten ist jetzt natürlich ein bisschen mehr gewackellos. Aber auch da wieder, je stärker ihr das Rad beladet, also je mehr Gewicht hinten drauf ist, desto bequemer und desto komfortabler fährt es sich. Wenn das Rad leer ist, kommt es schon mal zu dem Punkt, dass es so ein bisschen, dass das Heck so ein bisschen hüpft. Aber das Fahrverhalten würde ich als insgesamt sehr sicher bezeichnen. Pfützen und Wasser. Wir haben hier gute Schutzbleche natürlich hinten. Das ist wiederum anders als bei den meisten Fahrradanhängern. Und auch solche Bordsteinkanten. Vorne rollt es super entspannt rüber und hinten poltert es eben. Okay, ich habe jetzt hier gerade nicht das Ende der Neigung erreicht. Das ist bei der schnell gefahrenen Kurve. Ich denke, das wird man im Alltag nicht erreichen, sodass es dann auch keinen Schreckmoment gibt. Nee, immer noch nicht erreicht. Die Neigung ist tatsächlich sehr groß und die Reifen sind jetzt sauber. Und dann können wir gleich mal den Bremstest aus 25 km/h machen. 25 km/h und wir bremsen hier. Also die Bremsen sind kräftig. Das Rad ist jetzt etwas über 2 Meter lang und wir haben einen Bremsweg von etwa 3 Metern jetzt gehabt. Und was mir aufgefallen ist, das Rad hat komplett gerade gebremst. Also es gab kein Rutschen, es gab keine Unsicherheit an irgendeiner Stelle, sondern es bremste wirklich in einer Linie geradeaus, wenn man voll gezogen hat. Und die TRP-Bremsen, die hier verbaut sind, die Auriga Plus, die haben halt besonders dicke Scheiben, besonders dicke Bremsbeläge und schön lange Bremshebel mit diesem Knubbel hier am Ende, sodass man sie auch leicht ziehen kann. Der Bremsmechanismus ist auch verhältnismäßig leicht. Also das habe ich bei anderen Tektro-Bremsen schon mal anders erlebt. Die waren dann noch mal eine ganze Ecke schwerer, waren dann aber auch vielleicht die TRP-Version dieser Bremse. Die Tektro Auriga, die fühlt sich hier schon sehr angenehm an. Also auch hier wiederum richtet sich das Rad an Unerfahrene, die ein möglichst entspanntes und bekanntes Fahrgefühl haben wollen. So, wollen wir mal sehen, wie sich die Insassen fühlen.
Ja, sieht entspannt aus. Seid ihr entspannt? Ja, Tillmann. Es knirscht und knarzt so ein bisschen, fährt sich aber insgesamt überraschend angenehm. Man muss aufpassen, dass man, dadurch, dass es sich hier vorne wie ein normales Rad fährt, dass man nicht über alles einfach rüberbügelt, weil man doch schnell vergisst, dass hier hinten noch so eine Box dran ist. Das finde ich ziemlich lustig. Aber wir wollen jetzt mal zurückgehen ins Studio und mal sehen, was der Tillmann in ein paar Wochen sagt. Jetzt ist es einige Wochen her, dass wir dieses Rad zum Testen bekommen haben und wir haben es im Alltag für alles Mögliche verwendet, was wir einfach als Familie ohne Auto so machen müssen. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf 3 Punkte ein, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Ihr findet aber eine komplette Bewertung anhand der Radelbande Bewertungsmatrix in Schriftform unten über den Link in der Videobeschreibung. Starten wir jetzt mal mit dem ersten Punkt, der uns richtig gut gefallen hat, und das ist das Design. Das Cube Trike Hybrid ist nicht nur außergewöhnlich und hat viele positive Reaktionen hervorgerufen, sondern es ist auch praktisch designt worden. Hier mit diesem sehr tiefen Einstieg, mit dieser Doppelsattelstützenmöglichkeit, damit möglichst große und kleine Leute damit fahren können. Und insgesamt ist es halt so gemacht worden, dass man sich vor diesem Rad nicht fürchten muss, wenn ihr das richtig versteht. Bei großen Long Johns ist es häufig so, die wirken einfach riesig und massiv. Das ist bei diesem Rad nicht der Fall, sondern die Front ist einfach wie ein normales Fahrrad und gerade unerfahrenere Leute haben hier überhaupt keine Bedenken, sich draufzusetzen und loszufahren. Und da sind wir jetzt schon beim zweiten Punkt. Denn die Fahrt gibt diesem optischen Eindruck recht. Es ist super einfach, sich draufzusetzen und loszufahren. Die Bewegung ist so ein bisschen ungewohnt, aber es fühlt sich doch näher an einem normalen Fahrrad an, als so gut wie jedes andere Fahrrad. Und gerade dann, wenn das Cube Trike Hybrid beladen ist, dann merkt man das besonders. Wenn hier richtig viel Last drin ist, dann merkt man das nur daran, dass man ein bisschen langsamer beschleunigt eventuell oder dass wirklich schnell gefahrene Kurven das Rad so ein bisschen sich anders hinten anfühlt. Aber grundsätzlich fährt es sich super einfach. Und der dritte Punkt, der uns gut gefallen hat, ist die vielseitige Kabine. Erstmal mit den 2 unterschiedlichen Verdeckmöglichkeiten, wobei man hier so ein bisschen mit Fingern aufpassen muss, dass die nicht dazwischen kommen. Aber hier, dieses Verdeck ist sehr variabel einsetzbar, für verschiedene Jahreszeiten geeignet. Und auch hier das Waren- bzw. Hundeverdeck, das ist richtig cool. Und was ich halt auch gut finde, ist hier diese sehr einfach entnehmbare Bank, mit der man schnell vom Kindertransport auf den Warentransport wechseln kann. Was man allerdings auch wissen muss, und da sind wir beim ersten Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, diese Box ist nicht wirklich groß. Wenn hier 2 Kinder drin sitzen, ist es voll. Die Kinder haben nicht sonderlich viel Platz nach vorne und die Sitzbank ist recht flach über den Boden. Und gerade bei größeren Kindern wird es auch hier mit der Kopffreiheit verhältnismäßig schnell eng. Meine 6-Jährige passt gerade so hier rein. Wenn sie noch ein bisschen größer wird, dann wird sie aber wahrscheinlich nicht mehr so einfach hier drin sitzen können. Und der zweite Punkt, der uns aufgefallen ist, durch diesen komplexen Aufbau hier unten gibt es auch jede Menge beweglicher Teile und jede Menge neuer Geräusche. Während der Fahrt fallen da aber nicht nur die Geräusche auf, sondern eher noch die Unterschiede im Komfort. Vorne fährt sich das richtig plüschig, man kann entspannt überall rüberfahren durch die Federgabel und den dicken Reifen etc. Aber hinten ist doch sehr viel Bewegung in dieser Kabine drin. Und die 65 mm breiten Reifen können das auch nicht ausgleichen, selbst wenn man sie mit deutlich weniger Luftdruck als empfohlen fährt. Da muss man sich immer wieder vergewissern, wie ist gerade die Wegbeschaffenheit und fahre ich gerade über Unebenheiten, die ich vorne vielleicht gar nicht mitbekomme. Was man halt auch wissen muss, bei Böschung bleibt das Rad vorne gerade, die Kabine neigt sich aber zur Seite. Das ist halt so die Besonderheit bei diesem System. Aber für wen ist das Cube Trike Hybrid jetzt am besten geeignet? Erstmal muss man Respekt zollen, dass Cube dieses Rad so auf den Markt gebracht hat, denn es ist definitiv kein Erfolgsrezept. Gerade in dem Preisbereich gibt es Räder, die für größere Kinder geeignet sind, die mehr Platz haben, mehr Variabilität. Aber einen gewaltigen Vorteil hat dieses Fahrrad und das ist diese einfache Fahrt. Diese sehr gewöhnliche fahrradähnliche
Fahrdynamik. Man setzt sich wirklich drauf, fährt los und es ist alles wie immer, als würde man gar kein Lastenrad fahren. Natürlich fühlt man so ein bisschen, dass da hinten was ist, aber es ist nicht ungewohnt. Und dieses Gefühl, dieses nicht ungewohnt Gefühl, die hat man auch, wenn da 60 Kilo drin sind. Und das ist das wirklich Besondere an diesem Fahrrad. Es verbindet die Vorteile eines starren Dreirads mit den Vorteilen eines normalen Fahrrads. Und das ist wirklich besonders. Und das fährt sich auch insgesamt angenehmer als ein Fahrrad mit Anhänger, weil man auch hier trotz der großen Breite hinten ist das Fahrrad ja verhältnismäßig kurz und man muss nicht immer hinten gucken, ob der Anhänger jetzt tatsächlich auch zwischen den Pollern zum Beispiel langkommt. Was ihr allerdings haben müsstet in eurer Gegend, damit hier hinten nicht alles zu sehr durchgerüttelt wird, ist eine gute Fahrradinfrastruktur oder auch halt verhältnismäßig glatte Wege. Denn gerade über unebene Strecken wird es hier hinten doch ganz schön durchgeschüttelt. Das Trike Hybrid ist definitiv nichts für jeden, aber es wird seine Fans finden, die diese Eigenschaften schätzen, und es zeigt so ein bisschen, in welche Richtung sich Cube-Lastenräder in den nächsten Jahren bewegen werden. Sie werden außergewöhnlicher werden, sie werden mutiger werden und das ist schon mal ein ganz guter Gradmesser und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Aber schreibt doch jetzt mal in die Kommentare, was ihr von dem Trike Hybrid haltet. Sowohl von der Umsetzung als auch von dem Konzept. Das würde mich mal sehr interessieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.